Hallo meine Freunde, hola Madridistas, nur noch eine Woche. Heute in 7 Tagen startet das neue Real Madrid von Xabi Alonso, die neue Saison. Und ich habe eine riesen Vorfreude. Doch viele von euch haben mich gefragt, wie sieht diese kurze Vorbereitung von Real Madrid aus? Wo geht's hin, gegen wen spielt Real Madrid etc. pp. Das alles erfahrt ihr heute in dem Video. Und dann unterhalten wir uns über einen meiner absoluten Lieblingsspieler. Eduardo Camavinga. Denn für den Franzosen beginnt unter Xabi Alonso eine neue Zeitrechnung. Was da los ist, erfahrt ihr im Video. Dann unterhalten wir uns noch kurz über den FC Liverpool, über Real Madrid Castilla etc. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir, so wie ihr es inzwischen gewohnt seid, mit Real Madrid Castilla. Ich hatte euch vor 2-3 Tagen gesagt, dass Chema zum VfB Stuttgart wechselt und nun ist es endlich offiziell. Gestern Abend gab es ein offizielles Kommuniqué von Real Madrid. Der junge Spanier ist ein neuer Sechser vom VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß. Ich habe eine riesen Vorfreude. Bin ich gespannt, ob er vielleicht mit Angelo Stiller zusammenspielt. Einer eher offensiver, einer eher defensiver. Ich glaube, dieser Junge kann unter Sebastian Hoeneß viel lernen. Real Madrid hat gute Erfahrungen damit gemacht, Spieler in die Bundesliga auszuleihen. Siehe einem Dani Carvajal zum Beispiel, auch ein Hakimi, obwohl der danach nie wiedergekommen ist, aber zumindest entwickeln sich in der Bundesliga Spieler gut und ich bin gespannt. Viele vermuten, dass Chema so ein Potenzial hat, dass er früher oder später wieder nach Real Madrid kommt. Ja, und wenn wir schon mal in der Bundesliga sind, gestern das Here We Go von Fabrizio Romano für Luis Diaz zu den Bayern. Für 75 Millionen Euro. Puh, das ist schon mal eine Hausnummer für einen 28-Jährigen. Heutzutage sind wir ja eher daran gewöhnt, dass solche Summen eher für jüngere Spieler in die Hand genommen werden. Aber der FC Bayern musste agieren. Ob das zu viel war oder zu wenig, entscheidet im Endeffekt die Zeit. Ich glaube, Luis Diaz ist ein Top-Fußballer. Also fußballerisch ist er wirklich Weltklasse auf seiner Position. Also er wird den Bayern definitiv weiterhelfen. Mal schauen, wie lange er den Bayern weiterhelfen kann. Wenn er jetzt 5-6 Jahre Top-Niveau bringt, werden die Bayern um die 75 Millionen Euro nicht trauern. Ja, wie dem auch sei, warum rede ich hier über einen Transfer in die Bundesliga von Liverpool zu Bayern? Ganz klar. Liverpool hat zum einen ihren linken Flügelspieler verkauft und Liverpool hat zum anderen wieder Geld in die Kassen bekommen. Was logischerweise auch wieder etwas die Tür für einen Rodrigo öffnet. Wir wissen, die haben bis jetzt den Ekitike, ich spreche den immer falsch aus, von Frankfurt geholt, sind anscheinend auch am Isak dran, haben Würz, Frimpong, also die haben wirklich eine Menge Spieler geholt, aber anscheinend war der Traum von Liverpool, ja mit Rodrigo einen absoluten Weltstar zu holen. Jetzt haben sie 75 Millionen von Luis Diaz oder für Luis Diaz bekommen. Bin ich gespannt, wenn ein Luis Diaz 75 Millionen Euro wert ist, wie viel ist dann ein Rodrigo wert? Bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Ich schaue mal gleich in die Kommentare. Also lasst mal in den Kommentaren, wie viel ihr für einen Rodrigo verlangen würdet. Ja, wie gesagt, das waren die Themen, die ich mit euch besprechen wollte. Dann kommen wir jetzt zu einem der Hauptthemen, die Vorbereitung von Real Madrid. Wir wissen, dieses Jahr ist es alles etwas anders durch die Club-WM. Die Spieler hatten jetzt 3 Wochen Urlaub. Die hören nächste Woche auf und dann startet der Ernst des Lebens. Und Real Madrid wird natürlich die Saison in 3 Wochen vorbereiten müssen. Und wie sie das tun, lesen wir uns jetzt zusammen einmal durch. Real Madrid bleibt in Valdebebas. Eine Heimvorbereitung für Real Madrid. Der Zeitmangel zwischen den Saisons beeinträchtigt nicht nur die Erholung. Auch in der kurzen Vorsaison wird es in diesem Jahr entgegen der bisherigen Tradition keine Nordamerika-Tour zur Clubweltmeisterschaft geben.
Damit meinen die eigentlich die alte Club-WM, also so hieß es ja, dieser International Cup, wo Real Madrid immer gegen Barca verloren hat, dann gegen Juve, Bayern etc. Diese Spiele, die wird es diese Saison logischerweise nicht geben, denn Real Madrid wird, wie ihr gelesen habt, die Vorbereitung in Madrid absolvieren, um ganz einfach die Spieler nicht noch mehr zu belasten. Lesen wir nochmal weiter. Real Madrid nimmt in der ersten Augustwoche das Training wieder auf, um sich auf die Saison 25-26 vorzubereiten. Dies geschieht mit einer ungewöhnlichen Vorbereitung, ohne internationale Reise oder Auswärtstrainingslager. Dieses Mal bleiben Xabi Alonso und sein Team in Valdebebas, wo sie mit einem einzigen Ziel arbeiten, in bestmöglicher Verfassung zum Saisonstart anzutreten. Real Madrid wird die Vorbereitung zu Hause absolvieren. Sie brauchen Urlaub, wir brauchen Urlaub. Danach gibt es wenige Trainingszeit, hauptsächlich in Valdebebas. Wir werden keine Trainingslager im Ausland absolvieren. Und dann sehen wir, wann wir mit der Liga starten. Es wird eine atypische, verkürzte Vorbereitung. Und da wenig Zeit bleibt, müssen wir uns einer weiteren Saison stellen und Entscheidungen im Hinblick auf 10 Monate Wettkampf treffen, erklärte Xabi Alonso während der Club-Weltmeisterschaft. Der Plan des Trainerstabs sieht 21 Urlaubstage für die Mannschaft vor, bevor das Training auf dem Trainingsgelände beginnt. Eine Abreise aus Madrid ist weder für Trainingslager noch für Spiele geplant. Die Freundschaftsspiele finden in Valdebebas statt, möglicherweise gegen Mannschaften aus der autonomen Gemeinschaft Madrid. Also, ihr habt es selber gehört. Xabi Alonso und das Trainerteam haben die Entscheidung getroffen. Diese Jungs hatten so wenig Erholung. Wir wollen denen jetzt nicht nochmal Reisestrapazen antun. Ein Xabi Alonso wird alle seine Figuren in der Hand haben in Valdebebas. Und wenn es Trainingsspiele gibt, wird das gegen Mannschaften sehr wahrscheinlich aus der Region Madrid passieren. Hinter verschlossener Tür in Valdebebas. Für uns Madridistas tut das Herz, blutet es ein bisschen. Vielleicht hat Real Madrid ja eine Überraschung für uns und zeigt auf dem eigenen Kanal ein Vorbereitungsspiel. Würde mich enorm freuen. Ja, das ist der letzte Stand der Dinge. Ja, und wenn wir schon mal beim letzten Stand der Dinge sind, vorgestern, wann habe ich über einen meiner Lieblingsspieler geredet? Eduardo Camavinga. Es kamen Gerüchte auf, dass die Premier League an Eduardo Camavinga interessiert sei. Eduardo Camavinga war am Ende der letzten Saison ein bisschen in die Kritik geraten, weil er sich so oft verletzt hatte und weil er einfach nicht die Entwicklung genommen hat, die sich ein Real Madrid erhofft hat. Ein Camavinga kam mit riesen Vorschusslorbeeren aus Rennes, aus Frankreich und alle haben in ihm das nächste Mittelfeldjuwel gesehen. Doch seine Entwicklung ist unter Carlo Ancelotti ein bisschen stagniert. Und da hat Real Madrid auch dem Italiener einen Vorwurf gemacht. Wir wissen, ein Carlo Ancelotti ist ein besonderer Trainer, er ist ein Erfolgstrainer, das kann ihm keiner abschreiben, aber er ist nicht der beste Trainer, wenn es um die Entwicklung von Spielern geht. Er setzt eher auf erfahrene, routinierte Spieler, immer wieder die gleiche Elf, dass die sich einspielen sollen, aber die Entwicklung einiger Spieler fallen unten herab. Für uns war es letztes Jahr ganz klar ein Endrick, ein Arda Güler, die uns aufgefallen sind, auch ein Gonzalo Garcia, für mich persönlich. Aber ein Eduardo Camavinga ist mehr oder weniger das Gleiche passiert. Und für Eduardo Camavinga fängt jetzt ein neuer Zeitabschnitt an. Der Zeitabschnitt unter einem ganz neuen Trainer, unter einem Xabi Alonso, dessen Spezialität es ist, junge Spieler zu entwickeln. Das bedeutet, wie gesagt, natürlich neue Hoffnung für Eduardo Camavinga oder auch neue Hoffnung für Fans von Eduardo Camavinga, zu denen ich mich zähle. Dazu gab es gestern einen Artikel vom Marca. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Erst einmal guter Start, der Artikel war nicht vom Marca, der Artikel war vom AS, also gut gestartet, Maria. Wie dem auch sei, Camavinga stellt Xavi auf die Probe. Der Verein hofft, dass der gebürtige Tolosana den Ruf des französischen Mittelfeldspielers wiederherstellen wird, nachdem er ihn 2021 verpflichtet hat. Mit seinen 22 Jahren wird er das Schweizer Taschenmesser des Managers sein. Eduardo Camavinga stieg schon in den jungen Jahren im Profifußball ein. Mit 17 Jahren stand er bereits in der Startelf von Rennes, wurde von großen europäischen Vereinen umworben und von Deschamps in die erste Mannschaft der Bleus berufen. Die Welt lag ihm zu Füßen, deshalb entschied sich Madrid 45 Millionen für das junge Talent zu zahlen. Die Berichte, die der Verein über den Spieler hatte, waren unschlagbar.
Ein körperliches Wunderkind von hoher Qualität und die große emotionale Stabilität, die ihm seine gut strukturierte Familie bot. Wenn auch aus einfachen Verhältnissen, da seine Eltern vor dem Kongo-Krieg nach Frankreich fliehen mussten. Eduardo war damals erst 2 Jahre alt. Also das berichte ich euch ja immer wieder. Für Real Madrid ist auf der einen Seite die fußballerische Qualität natürlich mit das Wichtigste, auch seine körperliche Begebenheiten etc. Aber, ich habe es schon in meinen Videos einige Male erklärt, für die Neuen sage ich es nochmal, für Real Madrid ist es genauso wichtig, dass das Privatleben auch zu Real Madrid passt. Und das ist bei Eduardo Camavinga absolut so. Ich habe noch nie ein Foto von ihm gesehen mit irgendwelchen großen Goldketten, Sportwagen, irgendwelchen Mädels oder was auch immer. Im Gegenteil, im Urlaub sieht man ihn meistens in Brasilien mit Vini, da Fußball am Spielen. Ich habe jetzt die neuesten Bilder, die kann ich euch mal zeigen. Der ist wieder jeden Tag, postet er Videos oder Bilder, wie er am Trainieren ist. Ein Eduardo Camavinga ist Vollprofi und so etwas sucht Real Madrid. Lesen wir mal weiter. Als Real Madrid auf ihn aufmerksam wurde, war Camavinga in Frankreich bereits als Pogbas Erbe bekannt. Eine schwere Bürde auf Eduardos Schultern. Auf seiner kürzlich veröffentlichten Liste seiner Verdienste stand bereits die Ehre, der jüngste Spieler des Jahrgangs 2002 zu sein, der in einer der 5 besten Ligen debütierte. Er tat dies gegen Angers mit 16 Jahren, 5 Monaten und 21 Tagen. Mit 17 war er bereits ein fester Bestandteil der Elite, Mitglied der Idealelf von France Football und L'Équipe in der lokalen Liga und zeigte brillante Leistungen in der Champions League. Madrid verpflichtete einen vielseitigen Spieler, der unter Trainer Julien Stéphan bei Rennes als Innenmittelfeldspieler, also als zentraler Mittelfeldspieler, in einem 4-3-3 oder sogar als typischer zentraler Mittelfeldspieler in einem 4-4-2 spielen konnte. Aber er hätte nie gedacht, dass er einen der vielseitigsten Spieler im heutigen Fußball verpflichten würde. Die große Veränderung. Das sind Xabi Alonsos Pläne für Eduardo Camavinga, den Joker im Team. Aufgrund einer unglücklichen Verletzung, die ihn für die Clubweltmeisterschaft unbrauchbar machte, konnte der gebürtige Toulousain das französische Juwel noch nicht persönlich begutachten. Doch Xabi hat es sich bereits zur Aufgabe gemacht, dem Spieler wieder zu dem Glanz zu verhelfen, mit dem er in Madrid ankam. Ein Glanz, der in den 4 Saisons, in denen er das weiße Trikot trug, verblasst war. Camavinga war im Niedergang begriffen, bis sein Marktwert im Alter von 22 Jahren auf 60 Millionen Euro sank, genau auf den Wert, den er hatte, als er Madrid ihn verpflichtete und weit unter den 100 Millionen Euro, die er Mitte 2024 wert war. Ja, das ist nämlich auch einer der Punkte, den man bei einem Carlo Ancelotti ein bisschen kritisieren musste. Nicht nur, dass ein Eduardo Camavinga stagniert und nicht den Entwicklungssprung gemacht hat, den wir alle erwartet hätten, oder ich und Real Madrid etc. pp. Auch sein Marktwert ist dadurch natürlich immer mehr gefallen, was auch einen wirtschaftlichen Schaden für Real Madrid bedeutet. Und das soll unter Xabi Alonso anders aussehen. Ich glaube, wenn wir uns heute in einem Jahr oder in 6 Monaten den Transfermarktwert von einem Gonzalo, von einem Arda Güler, von einem Endrick oder auch einem Camavinga ansehen werden, glaube ich, das sieht anders aus im positiven Sinne als bisher. Und kommen wir jetzt zum letzten Teil des Artikels. Camavinga wird das Schweizer Taschenmesser von Xabi Alonso sein, der ihn vorzugsweise als Mittelfeldspieler im 4-3-3 oder an der Seite von Tchouaméni im doppelten Mittelfeld eines möglichen 4-4-2 vorsieht. Die Vielseitigkeit des Spielers ermöglicht es ihm jedoch auch bei Bedarf als linker Außenverteidiger zu spielen, wenn Fran Garcia verletzt ist und Carreras als dritter Innenverteidiger eingesetzt werden muss oder auch als einziger Mittelfeldspieler, wie es derzeit Tchouaméni tut. Ein vielseitiger Diamant. Madrids neuer Trainer kennt die Daten, die Camavingas Vielseitigkeit belegen. Carlo Ancelotti hatte Camavinga zwar gefördert, sich aber nie voll und ganz auf ihn eingelassen. Vielleicht liegt das auch an den zahlreichen Verletzungen, die den Franzosen behindert haben, insbesondere in der letzten Saison. 4 Rückschläge, darunter eine relativ schwere Knieverstauchung, haben ihn in 33 der 68 Spiele außer Gefecht gesetzt. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der dazu kam. Die unglückliche Verletzung.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Camavinga und Pintus nicht so richtig warm miteinander geworden sind. Vielleicht das neue Trainerteam, das neue Ärzteteam von Xabi Alonso, vielleicht finden die den Kniff, den ein Camavinga braucht, um endlich sich voll und ganz auf seinen Körper verlassen zu können. Camavinga ist einer dieser Spieler, der von seiner körperlichen Fitness lebt, und ich hoffe, dass, wie gesagt, das neue Ärzteteam, die neuen Physios endlich den Schlüssel finden für so einen wunderbaren Spieler. Und jetzt wirklich zum letzten Teil. Camavinga hat sich seit Xabis Ankunft nicht mehr geäußert, hofft aber in der ungewissen Lage im Mittelfeld und der Debatte über die Verpflichtung eines weiteren Mittelfeldspielers das letzte Wort zu haben. Der Verein unter Xabi Alonso sind sich einig. Mit ihm, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Bellingham und allem, was Güler beitragen kann, ist der Kader auf dieser Position komplett. Ja, das war der schöne Artikel vom AS rund um Eduardo Camavinga. Ihr habt es selber gehört, eine neue Zukunft soll für Eduardo Camavinga starten. Und wenn ihr mich fragt, passt dieses Schweizer Taschenmesser, dieser Begriff, schon ziemlich gut. Ich glaube, er wird Spieler Nummer 12 im Kader. Ich glaube, er ist ein Spieler, er kann sowohl Bellingham ersetzen auf der 8, als auch zur Not einen linken Verteidiger spielen. Bei einem 4-3-3 ist er ein Box-to-Box-Spieler. Ein Eduardo Camavinga kann so viele Positionen besetzen, dass ich glaube, er wird in der Saison weit über 3.000, 4.000 Minuten spielen und kann sich endlich entwickeln. Ein Tchouaméni-Ersatz sehe ich tatsächlich in dieser Hybridrolle, die ein Tchouaméni hat, nicht. Diese Rolle, wo ein Tchouaméni entscheidet, ob er 5. Innenverteidiger ist oder 3. Innenverteidiger oder 6er. Ich glaube, dafür fehlt Camavinga noch ein bisschen die Disziplin, die taktische Disziplin. Ich sehe ihn eher als Freigeist. Ja, mehr oder weniger vergleiche ich ihn mit einem Fede Valverde. Und warum nicht kann ein Eduardo Camavinga der Ersatz von Jude Bellingham sein, während er jetzt 3 oder 4 Monate ausfällt. Ja, und jetzt, bevor ich das Video beende, eine letzte Frage an euch. Wo würdet ihr Eduardo Camavinga im neuen Real Madrid von Xabi Alonso aufstellen? Lasst bitte eure Meinung in den Kommentaren. Ich werde versuchen, so viele wie möglich durchzulesen. Und ich sag mal, morgen unterhalten wir uns über die nächsten interessanten Themen. Und bis dahin. A la Madrid!